Hallo meine lieben Freunde von Altem Lego. In der dritten und letzten Technikfolge vergleichen wir die alte und die neue Technikbauweise mit zwei Flughafenlöschfahrzeugen. Ein schöner Abschluss für die 3 Technikvideos und eine gute Überleitung zu den Feuerwehrautos, die ich euch am nächsten Freitag zeigen werde. Bei der Lego-Technik unterscheiden wir die neue, noppenlose, richtungsunabhängige, leichtere Bauweise mit Liftarmen und die ursprüngliche Bauweise mit den Noppenlochsteinen von 1977. Die Lochsteinbauweise, verstärkt mit Platten und mit der übergreifenden vertikalen Fixierung, war äußerst stabil. In der letzten Woche haben wir beim legendären Pneumatik-Baggerlader 8862 schon die ersten dünnen, noppenlosen Liftarme gesehen. Als 1x4 Arme mit Noppen-Pin-Anschluss und als Propellerelemente für die Umlenkung. 1996 gab es dann die ersten dicken Liftarme im Space Shuttle 8480. Der Discovery Rover 8203 war 1998 das erste vollkommen noppenlose Set. Das Jahr 2000 gilt als Wendepunkt, ab dem man auch in den großen Sets immer weniger Noppensteine fand. Beim Silver Champion 8458 erkennt man diesen Umbruch. Der Rahmen war aber innen immer noch aus den klassischen Noppenlochsteinen gebaut. Um die Jahrtausendwende gab es einen Wendepunkt und diese zwei vollkommen unterschiedlichen Bausysteme sind langsam ineinander übergegangen. Die alten Modelle wurden noch mit Noppenstein auf Noppenstein konstruiert, mit 2 Platten dazwischen und einem vertikal gestellten Lochstein mit Pins fixiert. Den Unterschied merkt man sofort in der Handhabung der Modelle. Heute werden die Modelle vollkommen noppenlos nur mit Liftarmen und Pins gebaut. Heute findet man auch in den größeren Sets nur noch ausnahmsweise Noppensteine und Platten. Von der Handhabung her ist diese neue Bauweise nicht mehr so stabil wie die alte. Die ganzen Modelle sind viel biegsamer und flexibler, aber dafür auch viel leichter als die alten. Und dadurch kann man die Modelle vielleicht auch viel größer bauen als früher. Die alten Modelle hatten bereits sehr viele schöne Technikfunktionen, die aber sehr einfach waren und spärlich im Modell verteilt ausschauen. Im Noppensteinrahmen schaut das Modell halb leer aus. Die neuen Technikmodelle hingegen schauen viel kompakter aus, als ob sie mit Technik vollgestopft wären und überhaupt nur aus Getriebe bestehen würden. Die Liftarme tragen zu diesem Erscheinungsbild bei. Statt der alten, kantigen Noppensteine werden geformte Paneele für die Abdeckungen und biegsame Achsen für die Kabinensäulen verwendet. Aus meiner Sicht waren die Lego-Technikfiguren von 1986 ein prägender Teil von der alten Lego-Technik. Die Technikfiguren kamen im Oktober 1986 mit der Arktis-Serie erstmals heraus. Mit besonderen Skiern und Skistöcken. Die Figuren sind gelenkig wie eine Gliederpuppe, sie haben einen gelben Kopf mit Noppenohren und fest verbundenen Haarteil, den Kopf kann man mit einem Kugelgelenk drehen und neigen. Als Kopfbedeckung gibt es einen Rennfahrerhelm mit Visier. Die Fußsohlen können auf 2 Noppen stehen. Die Beine haben an den Seiten 2 Stecker für Technikpins. Am Hintern gibt es 2 Noppen zum Sitzen. Die Füße und Beine sind auch seitlich drehbar und können eine Grätsche spreizen. Die Arme haben an der Schulter und Ellbogen Gelenke, die in alle Richtungen drehbar sind.
und in die gelben Greifhände passt eine Technikachse oder ein Technikpin. Es ist eine besonders gelungene, gelenkige Spielfigur, mit der man wie mit einer Gliederpuppe alle möglichen Haltungen nachstellen kann. Sie würde vom Maßstab her auch sehr gut in die heutigen Technikmodelle hineinpassen. Ich finde es jammer schade, dass sie 2001 eingestellt wurde. Dadurch sind die Figuren ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen der alten und der neuen Lego-Technik. Die heutige Bauweise ohne die traditionellen Lego-Noppen bietet aus meiner Sicht keinerlei Vorteile für die Stabilität der Modelle und die Kompatibilität mit anderen Lego-Spielwelten. Lego-Technik war seit den allerersten Anfängen 1970 ein eigenes, abgetrenntes Spielsystem, wobei natürlich viele Technikbauteile in allen möglichen Spielwelten verwendet werden. Die traditionellen Noppensteine und Platten sind aus der heutigen Lego-Technik fast vollständig verschwunden. Heute vergleichen wir das erste Lego-Technik-Feuerwehrauto 8280 von 1995 mit einem der neuesten Feuerwehrautos, dem Flughafenlöschfahrzeug 42068 von 2017. Beide Modelle haben einen ausfahrbaren Löscharm am Dach, der typisch für die Flughafenlöschfahrzeuge ist. Bereits am letzten Freitag haben wir entdeckt, dass bereits im zweiten Lego-Technik-Ideenbuch 8889 von 1984 schon ein früher Vorläufer dieses ersten Lego-Technik-Feuerwehrautos enthalten war. Schon 11 Jahre vor dem Erscheinen des Standardsets. Das 8280 war das erste Lego-Technik-Feuerwehrauto. Im deutschen Katalog wird es eindeutig als Flughafenlöschgigant beschrieben. Es besteht aus 435 Teilen. Die Bauanleitung ist ein großes DIN A4-Heft mit 52 Seiten. Für 2 Modelle, das Flughafenlöschfahrzeug als A-Modell und ein Geländewagen mit Anhänger und Feuerlöschboot als B-Modell. Auf der Rückseite der Anleitung sieht man die Hauptfunktionen vom Feuerlöscharm mit der parallel geführten Wasserwerfer. Auf den ersten 24 Seiten bauen wir in 29 großen Bauschritten das Hauptmodell. In den Rahmen mit Millimeterpapier werden die nötigen Bauteile für jeden Bauschritt gezeigt. Im zweiten Teil der Bauanleitung kommt das B-Modell dran. 15 Seiten mit 21 Bauschritten für den Feuerwehrgeländewagen mit Schlauchhaspel auf der Ladefläche. 4 Seiten mit 8 Bauschritten für das Feuerwehrschlauchboot. Und 2 Seiten mit 7 Bauschritten für den zweiachsigen Bootsanhänger, für den 2 zusätzliche kleine Gummireifen extra dabei sind. Auf den letzten 5 Seiten geht es um die Motorisierung. Den Motor kann man nur beim B-Modell und nicht beim A-Modell einbauen. Er kommt statt der Schlauchhaspel auf die Ladefläche und ist sehr schlecht nur außen am Modell integriert. Das Flughafenlöschfahrzeug ist ein sehr einfach und kantig gebauter Kleinlastwagen. Die Karosserie ist bei den alten Technikmodellen ganz typisch in offener Bauweise, nur mit einem Rahmen aus einzeln zusammengesteckten Techniklochbalken konstruiert, damit man im Innenraum alle Technikfunktionen gut sehen kann. Die Seitenwände sind mit 75 Grad Schrägsteinen angeschrägt und auch die Windschutzscheibe ist geneigt. Vorne an der Front gibt es einen Kuhfänger und auf den Seiten ein Geländer aus Technikachsen. Im Geräteraum ist die Schlauchhaspel und mit den Kurbeln an der Seite kann man den Löscharm ausfahren. In der Fahrerkabine sind 2 blaue Sitze für die Technikfiguren. Die Details am Löschfahrzeug sind mit 19 Aufklebern gestaltet. Am Wasserwerfer befindet sich ein 1x2 Dachstein, vorne mit einem Scheinwerfer und seitlich mit 2 Feuerwehrlogos.
An der Front sind 4 Scheinwerfer und hinten 2 Rücklichter aufgeklebt. Die meisten Aufkleber fehlen bei meinem Modell. In der Kabine gibt es 2 Armaturenbretter mit Anzeigen und 2 Leisten mit Ganghebel und Schaltungen. Bei der Schlauchhaspel gibt es auch 2 Armaturen und auf der Rückseite und auf den Abdeckungen der Blaulichter sind die zweiteiligen Fahrzeugnummern 02. Das zweiachsige Flugfeldlöschfahrzeug hat die kleinen 20x30 Reifen von 1992. Das Lenkrad ist hinten am Dach und vorne ist der Löscharm, in der Mitte der leere Geräteraum, in den auch eine Figur hineinstehen kann. Das Fahrzeug ist mit sehr einfachen Bautechniken relativ rechtwinkelig gebaut. Mit der schrägen Windschutzscheibe und den umgekehrten Schrägsteinen in den weißen Front- und Heckschürzen und den 75-Grad-Schrägsteinen in den Stützen des Laderaumes wird die kantige Form mit einigen Schrägen aufgelockert. Der Löscharm reicht in der Transportstellung in die Fahrerkabine zwischen die 2 Köpfe der Figuren hinein. Das Lenkrad in der Kabine ist ohne Funktion. Auf den Armaturenbrettern fehlen bei mir alle 4 Aufkleber. Das Führerhaus hat keinen Boden, sondern nur ein kleines Trittbrett aus einer gerundeten schwarzen Ösenplatte. Die Figuren müssen aufpassen, dass sie nicht mit den Füßen in die Vorderreifen kommen. Das Lenkrad ist ganz ungewohnt hinten am Heck des Fahrzeuges eingebaut. Es gibt die neue Achsschenkellenkung von 1988 mit der runden Zahnstange. Die Hauptfunktion ist der Löscharm am Dach des Fahrzeuges, den man mit den 2 seitlichen Kurbeln hochtreiben kann. Die schwarzen Kurbelgriffe sind 1995 neu. Der Wasserwerfer wird mit einer Technikachse an der Unterseite des Arms parallel geführt. Das Schneckengetriebe und die Parallelführung sind relativ einfach gebaut. Die Achsen sind sehr häufig mit den Achsverbindern von 1993 zusammengesteckt. Die Löschlanze kann man in alle Richtungen drehen. Vorne haben wir den typischen Stechdorn, der von 2 flexiblen gelben Schläuchen mit Löschwasser versorgt wird. Im Laderaum ist im Heck eine Schlauchhaspel eingebaut aus 3 kleinen grauen Autofelgen. Auf der rechten Seite hat die Schlauchhaspel die Riemenscheibe mit einer Kurbel, auf der linken Seite ein Zahnrad mit einem kleinen Hebel und mit einer Ratsche. Der Schlauch ist eine 50 cm lange schwarze Schnur, die genau 4 mm dick ist, damit Sie die Technikfiguren in die Hand nehmen können. Sie läuft von der Haspel durch eine Führung und den Schlauch kann man ganz einfach ausziehen. Am Ende des Schlauches ist ein großes Strahlrohr mit 2 Handgriffen angeknüpft. Die Technikfigur kann die 2 Pins als Handgriffe in beide Hände nehmen. Der Schlauch gehört nach unten herum aufgewickelt, damit die Ratsche auf dem Zahnrad die Schlauchtrommel beim Aufwickeln sichert und beim Ausziehen kann man die Feststellung mit dem Ratschenhebel lösen. Am Monitor am Dach gibt es auch 2 Handgriffe aus grauen Technikpins, die eine Figur mit beiden Händen angreifen kann. Beim Auto sind 2 Technikfiguren als Feuerwehrmänner dabei, mit bedruckten Gesichtern und weißen Rennfahrerhelmen. Ein Fahrer und ein Feuerwehrmann. Es ist ein eigenes Strahlrohr gebaut, das die Feuerwehrleute mit beiden Händen an 2 Technikpins anfassen können. Für die Helme gibt es einen Halter im Geräteraum vom Feuerwehrauto. Die Figuren beleben das Set ungemein und sorgen für praktische Rollenspielfunktionen. Jetzt vergleichen wir das älteste Lego-Technik-Feuerwehrauto von 1995 mit einem der neuesten von 2017. Dazwischen gab es noch die Hebebühne 8289 von 2006 und das Flugfeldlöschfahrzeug 8454 von 2003.
Das alte und das neue Flughafenlöschfahrzeug unterscheiden sich durch die Größe mit den 1094 statt den 435 Teilen, 45 statt 35 cm Länge und 6 größere 56 mm Reifen anstatt den 4 kleineren mit 30 mm Durchmesser. Trotzdem ist der Maßstab des neuen Löschfahrzeuges etwas kleiner als der vom alten. Die neuen Packungen haben links unter dem Logo das Informationsfeld mit dem Alter, Artikel und den Teilen. Es handelt sich hier um ein 2-in-1-Modell. Die Größe des Modells kann man am kleinen Fenster rechts oben mit einer Länge von 45 cm ablesen. Und an der Oberseite gibt es immer ein Foto von einem typischen Bauteil in der Originalgröße. 2017 hatten wir das 40-Jahr-Jubiläum der Lego-Technik. Auf der Rückseite der Packung sehen wir die 4 Funktionen des Modells, den ausziehbaren Werkzeugkasten im aufklappbaren Geräteraum, die Hinterachslenkung, die Umschaltfunktion bei der Steuerung des Löscharms und den beweglichen 4-Zylinder-Motor im Heck. Im Geräteraum des Fahrzeuges ist genügend Platz für eine Batteriebox und einen Power-Function-Motor. Man kann aber standardmäßig nur den Löscharm und die Beleuchtung betreiben. Für einen Antrieb der Räder und der Lenkung sind größere Umbauten notwendig. Das Set ist ein 2-in-1 Baukasten. Das B-Modell ist ein kleiner Rüstwagen mit Kran und einem Anhänger mit einem Boot. Die Bauanleitung ist aber nicht bei der Packung dabei, man kann sie nur online verwenden und man muss sie aus dem Internet herunterladen. Die Bauanleitung ist ein einzelnes 200 Seiten dickes Buch für das Hauptmodell allein mit 242 Bauschritten. Die Bauanleitung von 1995 hatte nur 52 Seiten, aber für 2 Modelle mit 32 Bauschritten für das Hauptmodell und 24 Bauschritten für das B-Modell. Allerdings hat das neue Modell auch mehr als doppelt so viele Teile als das alte Modell. Das neue Flughafen-Löschfahrzeug 42068 ist am 1. August 2017 herausgekommen. Es besteht aus insgesamt 1094 Teilen und war bis 2018 offiziell im Katalog. Es ist eine relativ originalgetreue Nachbildung eines 6x6 Flugfeld-Löschfahrzeuges. Die rot-schwarze Lackierung hat sich heute bei vielen Herstellern durchgesetzt. Der dunkelgraue Unterbau ist bei diesem Lego-Technik-Modell nicht besonders realistisch. Das Fahrzeug hat einen Frontwasserwerfer und einen vollbeweglichen Löscharm am Dach. Das Modell hat die typische heutige Technikbauweise aus Liftarmen und Steckern, abgedeckt mit Paneelen. Unter den 1094 Teilen gibt es nur noch 3 kleine Noppensteine und 4 kleine Platten im Grundaufbau. Die restlichen 2 gelben 1x1 Kegelsteine und die 18 transparenten Platten, Fliesen und Käseecken dienen nur der äußeren Dekoration. Das Modell ist von allen Seiten mit Paneelen abgeschlossen gebaut. Für den Einblick in die Technikfunktionen muss man die 6 Seitenklappen aufmachen. Alle Dekorationen sind 26 verschiedene Aufkleber. Es gibt keinen einzigen Druck, außer den 40 Jahre Jubiläumsstein im Unterbau. Das Modell hat eine Doppelachslenkung, die man mit einem Zahnrad an der Oberseite einschlagen kann. Die 2 gelenkten Achsen sind innen mit einer großen Schubstange verbunden. Die mittlere Achse ist mit einem Differentialgetriebe angetrieben. An der Front haben wir einen sehr einfach gebauten Wasserwerfer.
Es gibt eine große Fahrerkabine mit 2 blauen Sitzen. Das Armaturenbrett ist detailliert gestaltet. Es gibt 2 Außenspiegel und am Dach 2 große Blaulichter. An der Seitenwand gibt es weitere kleine Blaulichter. Auf beiden Seiten gibt es 3 Geräteraumklappen, die man nach oben öffnen kann. Im vorderen Geräteraum ist eine Werkzeugkiste zum Ausziehen mit dem 9-teiligen Minifigurenwerkzeugsatz und einem Brecheisen. Hinter der zweiten Geräteraumtür sind nur die Technikfunktionen und hinter der dritten ist im Heck unten der 4-Zylindermotor eingebaut. Es sind im Prinzip immer noch die alten Motorteile von 1990. Der winzige Motor wird ausschließlich über die Mittelachse mit dem Differential angetrieben. Die Lenkachsen laufen bei diesem Modell nur mit. Im Heck ist ein kleines Zahnrad als einziger Antrieb für die Hub- und Drehbewegung des Löscharms eingebaut. Mit einem Schalter kann man zwischen den beiden Bewegungen umschalten. Die Mittelstellung ist der Leerlauf. Diese Baulösung ist für den Motorbetrieb des Hubarms notwendig. Für den Handbetrieb ist dieser Schalthebel auch ein nettes Baudetail, aber der Betrieb wäre mit 2 getrennten Drehknöpfen für Dreh- und Hubbewegung viel einfacher. Auf der Seite des Löscharms ist ein weiteres Zahnrad, mit dem man den Arm aufklappen kann. Mit einer zusätzlichen Schubstange könnte man den Arm leicht automatisch aufklappen, wenn man den Hauptarm mit der mechanischen Funktion hochhebt. Auch für die Löschlanze wäre eine Parallelführungsfunktion möglich gewesen, damit man sie nicht immer mit der Hand verstellen muss. Der Löscharm ist jedenfalls um 380 Grad drehbar, der Umschalthebel eine nette Spielerei, vor allem wenn man den vorgesehenen Motor einbaut. Aber wenn man den halben Arm dann doch wieder mit der Hand hochkurbeln muss und jede Parallelführung fehlt, dann macht dieser halbfertige Löscharm keinen großen Spaß mehr. Das Fahrzeug selbst sieht eigentlich sehr gut aus. Die Werkzeugkiste im Geräteraum ist ein einfallsloser Platzhalter für das Batteriefach. Unter der hinteren Geräteraumtür ist der winzige 4-Zylindermotor. Die Kolben drehen sich mit der Fahrt mit, der Motor wird über ein Differentialgetriebe nur von der Mittelachse allein angetrieben. Auf der Unterseite ist auch der 40 Jahre Jubiläums-Dreier Liftarm festgesteckt. Mit etwas Fantasie schauen die neuen Technikmodelle mit den schön gerundeten Panelverkleidungen doch einigermaßen realistisch aus. Mit den Liftarmen kann man viel besser richtungsunabhängig bauen und die abgerundeten Enden ermöglichen es leichter, bewegliche Teile zu bauen, wie bei diesem Modell die 6 Geräteraumklappen. Mit den Liftarmen sind die Sets aber auch viel biegsamer und verlieren etwas von der klassischen Stabilität der Noppensteine. Die alte Bauweise ist aber doch sehr rechtwinkelig und die typischen offenen Rahmen aus Techniklochsteinen sind nur ein offenes Gerippe, durch das man die Technikfunktionen sieht. Trotz dem tollen Aussehen und den unglaublichen technischen Möglichkeiten sind die neuen Modelle aber oft wieder nur halbfertig, wie man beim Löscharm ohne Parallelführung sehen kann. Die alten Modelle mit den Lochsteinen und die neuen Modelle mit den Liftarmen sind vollkommen unterschiedliche Bautechniken. Kaum zu glauben, dass zwischen diesen 2 Modellen nur 12 Jahre dazwischen liegen. Sie schauen aus wie 2 vollkommen unterschiedliche Spielsysteme aus verschiedenen Generationen. Diese 2 Feuerwehrautos sind schon eine Überleitung auf das nächste Freitagsvideo, in dem ich euch meine kleine Feuerwehrautosammlung zeigen möchte. Es ist eine meiner ersten Spielzeugsammlungen, mit der ich die faszinierende Entwicklung des Lego-Systemspielzeugs entdeckt habe. Ich bedanke mich bei euch allen recht herzlich.